Für die Bundeswehr no limit. Das sind Worte von Söder und Merz, wenn es um das Thema Schuldenbremse und Sondervermögen geht. Aber ab sofort erhältlich auch no limit anscheinend beim Thema Migration. Denn der nächste Flieger aus Afghanistan ist beschlossene Sache. Und zusätzlich in diesem Video verkehrte Welt in Sachsen. Denn dort soll die Asylkapazität sich verdoppeln. Und die USA haben auch ihre Probleme mit der Migration. Aber unter Trump und dem Außenminister Rubio haben sie eine tolle Lösung gefunden, wo sich die EU eine Scheibe abschneiden könnte. Schauen wir alles an in diesem Video. Wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet, als dann eine Ortskraft von 133 Menschen aus Afghanistan in das Aufnahmeprogramm nach Deutschland eingeflogen worden ist, auf Staatskosten natürlich. Und da hieß es ja auch ganz radikal, Einreisestopp, Zurückweisungen werden durchgeführt und sonstiges. Und ja, ich weiß, sie sind ja noch nicht ganz in der Verpflichtung. Aber reden tun sie viele, handeln tun die wenigsten. Schauen wir uns das in Zukunft an. Hier wollen wir auf diesen Artikel einmal eingehen, weil wie krass und wie dumm muss man einfach mal wieder sein. Und das muss ich auch hier ausdrücklich betonen, dass das so auf lange Sicht nicht gut gehen kann. Das ist wirklich unglaublich. Der nächste Afghanenflieger nach Deutschland ist beschlossen. 12. März 25. Konkret geplant ist nach dem derzeitigen Stand vom 5. März eine weitere Chartereinreise. Die Aufnahmen würden auf dem Aufenthaltsgesetz beruhen bzw. im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms erfolgen. Kommen wir mal zu den Kosten. Die Kosten dieser Aufnahmeprogramme für Afghanen sind allerdings hoch. Hier steht von der BZ, 25 Millionen Euro sind alleine in dieser Legislaturperiode dafür eingeplant und rund 35.800 Personen sind im Rahmen des Programmes bisher bereits nach Deutschland eingereist. Alles schön und gut, aber jetzt musst du dir das mal reinziehen. Doch es gab zuletzt in vielen Fällen erhebliche Zweifel an der Identität und damit auch am Schutzbedürfnis der ausgewählten Afghanen. Ja bitte, habe ich mich jetzt verhört? Auffällig sei, nachdem BZ über die Aktion die ungeklärten Identitäten einiger vorgesehener Insassen berichtet hatte, wurden 25 von ihnen vor dem Abflug von der Passagierliste gestrichen. Und das Krasse ist, Leute, wir wissen nicht, wen die da reinlassen. Und das Innenministerium schreibt dazu noch, es gibt aber offenbar keinen Anlass, die Charterflüge auf Eis zu legen. Die sollen weitergehen. Jawohl! Das Datum und die Zahl der Afghanen, die demnächst dann nach Deutschland eingeflogen werden sollen, ist noch unklar. Allerdings der Polizeigewerkschafter ist entsetzt. Ich hatte darüber letzte Woche schon berichtet. Ich hoffe, du hast diesen Kanal schon abonniert, sonst verpasst du immer ganz tolle Informationen. Denn der Heiko Teggerts, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, kritisiert, dass kaum Ortskräfte an Bord sind. Ortskräfte, für dich zum Verständnis, sind Menschen, die während dem Bundeswehr-Afghanistan-Einsatz als Local zum Beispiel, als Übersetzer oder natürlich auch für gewisse Inside-Jobs für die Bundeswehr quasi eine gute Arbeit geleistet haben. Er sagt, meine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Offensichtlich werben ja NGOs Afghanen für diese Aufnahmeprogramme an und geben ihnen Tipps, wie man die Behörden täuschen kann. Und das BMI würde daraufhin Aufnahmezusagen genehmigen. Und übrigens ein ganz toller Stichpunkt. Es kam heute zu einer Razzia. Und um was für eine Razzia es geht, das schauen wir in diesem Zusammenhang jetzt mal an. Da fasse ich mir nur noch an den Kopf. Wo sind wir hingekommen? In München, da hat die Polizei gestern schon Räume der Ausländerbehörde durchsucht. Mehrere Mitarbeiter stehen unter Korruptionsverdacht, das berichtet jetzt heute der Münchner Merkur. Unter anderem soll es um die widerrechtliche Ausstellung von ausländerrechtlichen Genehmigungen gehen. Mitarbeiter sollen also Geld genommen haben, um Aufenthalte in München durchzuwinken. Nach Informationen des Merkur soll der Durchsuchung auch eine Anzeige vorausgegangen sein. Und hier wird es interessant. Und zwar kam die nämlich vom Kreisverwaltungsreferat der Ausländerbehörde selbst. Also offenbar waren intern Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Wenn ich jetzt sowas aus einem Drittland höre, aus Paraguay, Südamerika, Kolumbien oder aus der Türkei oder sonst was, von Bestechung, von Geld rüberschieben, hat man ja immer wieder gehört. Aber in Deutschland, Leute, in Deutschland,
Boah, da bin ich echt krass nicht überrascht. Nein, auch in Deutschland passiert sowas, Leute. Aber das in diesem Zusammenhang finde ich sehr, sehr krass. Und was noch krasser ist, ist Folgendes, dass in Sachsen jetzt die Asylkapazitäten für Erstanträge sozusagen, für die Erstaufnahme, sich verdoppeln sollen, anstatt das Ganze abzubauen. Gehen wir in den Artikel rein. Kretschmer erhöht Asylkapazitäten um fast das Doppelte. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Die sächsische Landesregierung plant, die Kapazitäten für die Erstaufnahme von Asylbewerbern deutlich zu erhöhen. Das geht aus einer Antwort von Innenminister Armin Schuster, CDU, auf eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Lars Kuppi hervor. Laut Schuster gibt es derzeit keine Pläne, bestehende Aufnahmeeinrichtungen in den Jahren 25 und 26 zu schließen. Stattdessen sollen neue Einrichtungen eröffnet werden, wodurch sich die Zahl der Erstaufnahmeplätze von rund derzeit 5.000 auf 9.600 erhöhen würde. Die AfD fordert Umwandlung in Ausreisezentren. Die AfD spricht sich gegen den Ausbau der Erstaufnahme aus und fordert stattdessen die Umnutzung bestehender Einrichtungen. Statt weitere Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaffen, fordern wir, die bestehenden Einrichtungen zu Ausreisezentren für abgelehnte Migranten umzubauen. Also das ist ja wirklich mal verkehrte Welt. Oder was sagst du dazu? Lass mir spätestens jetzt mal deine Meinung zu diesem gesamten Thema dazu da. Und auch jetzt einen Daumen nach oben. Und wir wollen jetzt einmal in die mögliche Strategie eingehen, die die USA aktuell fährt und gute Erfahrungen damit gemacht hat. Dazu geht's los. Zuckerbrot und Peitsche, wie die USA ihre Abschiebepläne durchsetzen. Denn die Trump-Regierung will Millionen illegal eingereister Migranten abschieben. 3 mittelamerikanische Länder helfen dabei tatkräftig mit, um im Gegenzug Sanktionen aus der USA zu entgehen. Und das Vorgehen erinnert stark an eine Idee, die derzeit in Europa immer beliebter wird. Hört sich ja interessant an. Mitte Februar setzte nämlich das erste Flugzeug im Rahmen dieser Kooperation auf costa-ricanischem Boden auf und an Bord waren laut Recherchen der lokalen Tageszeitung Nation Migranten unter anderem aus Usbekistan, Armenien, China sowie aus Afghanistan und dem Iran. Ähnliches wird inzwischen auch von Flughäfen in Guatemala-Stadt und Panama-Stadt berichtet. In Mittelamerika sprechen die Medien deswegen von Brückenländern. Das könnte noch interessant werden für die EU. Es handelt sich dabei um Drittstaaten, die für die USA die Rückführung von, nach US-Angaben, von illegal eingereisten Migranten zu übernehmen. Derzeit sind es Panama, Guatemala und Costa Rica. Die Einigung mit diesen Staaten verlief einigermaßen geräuschlos und gilt aus amerikanischer Sicht als Verhandlungserfolg von Außenminister Marco Rubio, dessen erste Auslandsreise damals dorthin ging. Aber hinter vorgehaltener Hand mehren sich auch in den Büros der EU-Parlamentsabgeordneten die Stimme, es könne nicht schaden, sich auf die anlaufende Praxis zwischen den USA und Mittelamerika das Ganze einmal genauer anzuschauen. Wenn Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der EU bleiben, wird das gesamte Migrations- und Asylsystem untergraben, sagte EU-Innenkommissar Magnus Brunner am Rande der Vorstellung des neuen Asylplans in dieser Woche in Straßburg. Und geplant sind deshalb künftig auch Rückführungszentren für ausreisepflichtige Migranten außerhalb der EU. Das erinnert mich gerade das, was die AfD in Sachsen fordert. Sie gelten als Schlüsselelement des EU-Plans und ähneln stark der Praxis, die derzeit die neue US-Regierung mit den Drittstaaten in Mittelamerika umsetzt. Und aus den 3 Ländern, die jetzt abgeschobene Migranten aufnehmen, heißt es, die USA werde im Gegenzug auf Strafzölle verzichten, die Trump gern als Druckmittel einsetzt. Wenn wir uns nicht fügen, wird es Sanktionen geben. Das ist die Doktrin von Zuckerbrot und Peitsche, sagte der guatemalische Analyst Remso Rosales. Also, ich finde das super interessant, das Ganze. Sag du mir mal gerne Bescheid, welche Lösung du hättest für Deutschland oder auch speziell für die EU. Braucht die EU eine riesengroße Mauer um die EU herum? Oder Deutschland soll sie komplett die Landesgrenzen dicht machen? Oder was hast du für Ideen? Lass es mich gerne mal wissen. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass dem Video spätestens jetzt einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, die Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit du immer up to date bist. Und wenn dir das Video Mehrwert geboten hat,
und du bis hierher geschaut hast, lade ich dich ein, dieses Video ganz einfach zu teilen in deiner WhatsApp-Gruppe oder auch wo du möchtest. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Liebe Grüße, alles Gute, der Markus.